음식 보자마자 에너지가 느껴진다고 그런 말 되게 많이 들어요. 막 이렇게 어떻게 알아듣고 있는 거야? 그러니까 나 어떻게 알았는 거야? 이걸 너무 빨리 쉽다고 빨리 하면 뒤에 어떻게 돼? 다 망치잖아. Los? 이거는 좀 막 c'est beau. 안 풀리는 구간이 딱 있잖아요. 그렇죠? 계속 실수가 나온다는 거. 그럼 어떤 좀 특별한 팁이 있을지. Und zum Beispiel, die Kinder fangen dann an, Eli, it's E-String, Eli's sitting in his chair, wants to practice every there. Here is Anna, Eli's sister, and so on. 저랑 진짜 비슷한 면이 많아요. 저는 동물 소리로 가르치거든요. 호랑이가 어흥 막 이렇게 하는. 그래서 저도 교재를 지금 쓰고 있기 때문에 너무 궁금한 거예요. 저는 컬러하고 동물 이런 거를 많이 이용했거든요. 그래서 너무 놀면 되시고 정말 배울 점이 진짜 많아가지고 오늘 너무 잘 만난 것 같아요. Ja, sie spricht sehr gut Französisch. 진짜 쫑밖에 안 했는데 서정띠요. 너무 친절하셔가지고 스윗한 토크쇼를 하고 있습니다. 그러면은 교재에 대해서 잠깐 좀 이렇게 펴보면서 설명하시고 싶은 거 있어요? Ja, sehr gerne. Die Idee ist die, also es ist ja sicher die umfangreichste Methode, die es gibt, weltweit. Also man schon auch von den Play-Alongs. Es sind ja wirklich fast 100 Stunden Play-Alongs. Und diese Play-Alongs sind auch wirklich in dem Tempo, dass die Kinder spielen können. 그럼 이 책하고 이제 연결돼 있는 거요? Zum Beispiel die Bauernkantate ist ja und die ist wirklich in diesem Tempo. 봐봐 PD님, 내가 스티키에서 그 재생속도 느리게 해가지고 하라는 거 여기 느리게 하시는 거 다 똑같이 하잖아. 나랑 너무 잘 맞으셔. 내가 재생속도 밑에 거부터 이렇게. Genau, da hast du 8 Play-Alongs dann, also 8 Tempoänderungen und da haben die Kinder zu Hause eine Chance mitzuspielen. Und es ist ganz klar getrennt und wenn sie keine Probleme haben, dann gehen sie in Stufe 3. Aber wenn sie Probleme haben, bleiben sie in Stufe 2. Es ist also ganz klar, jeder Schüler und die Eltern können genau sehen, wo sie stehen. 한 단계 밟아가는 모습을 눈으로 확인할 수도 있는 거네요. 그렇죠? 그러면 우크라이나 그 도와주신 학생들도 이런 단계를 같이 밟는 건가요? Auch die Profis haben dann die 6. Stufe. Da ist dann Paganini, Isai, Beethoven, alles drin. Und 2 Sachen vielleicht noch. Als erstes, es gibt in der Literatur bei uns in Geige das Problem, dass es keine Anfängerliteratur von guten Komponisten gibt. 그래서 저도 교재를 만들 때 작곡을 하게 되더라고, 어쩔 수 없이. Und natürlich sind wir Komponisten, aber mein Ansatz ist der, dass sie von Anfang an mit Beethoven, Mozart, Schubert und Bach aufwachsen. Auch die Zweijährigen als Zweijährige spielt Vivaldi dann und so. Und, ja, genau. 아주 쉬운 모차르트부터. 맞아요. 네. Und das Zweite ist, dass ich überall zu sämtlichen Stimmen nicht nur Klavier-Play-Alongs habe, sondern auch zu allen Stimmen, also auch zu Beethoven Violinkonzert und Paganini und Mozart-Konzerten, eine zweite Geigenstimme geschrieben habe. Auch zu Paganini Capricen. Und das ist natürlich für den Unterricht sehr effektiv, weil ich habe die Geige in der Hand und kann zeigen, aber auch begleiten. 저 호만처럼. 호만은 좀 아주 어린이 버전이나 이런 것들이 없고, 그쵸? 근데 너무 아래 버전이나 또 너무 높은 레벨은 없잖아. 그 6단계로 이렇게 하셨다고 하니까 제일 꽁트임, 제일 꽁트. 나도 지금 막 돌줄 알아듣겠다, 이럴까 지금. Das ist das Problem. Ja, okay. Das ist immer so wie eine Schiene von einem Zug.
und plötzlich endet die. Und das ist für Schüler sehr schwer. 어떻게 알아듣고 있는 나 거예요? 그러니까 나 어떻게 알았지? 저 시댁이야. Ja, super. Tut mir leid. 너무 좋은 시간 갖고 있으시니 너무 재밌고요. 그래가지고 이제 배울 게 많은데 그러면 6단계 정도 되면은 어느 정도 콘체르토하고 좀 맞먹는 레벨인가요? Also eigentlich alles, also Beethoven-Konzert, Isai-Solo-Sonate, Mendelssohn-Konzert, also alles im Alles. 네. Aber Mendelssohn ist in der Mitte, also am Schluss ist Beethoven-Konzert und Rondo, Capriccioso, Zigeunerweisen, Gypsy Airs, also alles ist da übersetzt. 굉장히 세분화를 잘 해주셨네요. Auch da gibt es professionelle Playalongs. Das ist immer das Problem. Ich sitze als Geiger, lerne ein Stück und habe aber keine Führung. Und da ist dann zum Beispiel ein Mendelssohn-Konzert. Sind in diesem Tempo und das war mit perfekter Intonation von einem echten guten Pianisten aufgenommen. Und man spielt also mit wie mit einem Korrepetitor. 저도 이제 반주랑 녹음을 하거나 반주를 맞춰볼 때 항상 그걸 생각하잖아요. 우리가 원래 작곡을 할 때는 멜로디만 작곡하지 않잖아요. 그 전체가 다 작곡이 곡이다 보니까 그 반주가 피아노나 오케스트라가 내 머릿속에서 플레이되고 있는지 그게 한 곡을 만드는데 굉장히 큰 역할을 하잖아요. 그렇죠. 음정도 박자도 훨씬 정확해질 수밖에 없어요. Genau. Aber es ist trotzdem wichtig, dass er erstmal seine Stimme richtig kann und nicht abgelenkt ist von den, also ich erkenne erst jetzt eher, also sehe eher, dass die Leute zu viel hören und vor allem zu schnell. Und dann machen sie ganz viele kleine Fehler und dann irgendwann sind sie frustriert. 그러고 나서 이제 반주를 맞추는 게 반주를 자기 거를 아주 정확하게 먼저 잘한다는 뜻입니다. Aber zum Beispiel in Playalongs mit der Solostimme ist immer die Zwischenspiel, dann wo sie zählen müssen, eingespielt. Also das heißt, sie hören immer das Zwischenspiel, das heißt, sie wissen immer ihren Einsatz. 생각하실 때 그러면 부분 연습 같은 거 하실 때 그렇잖아요. 그러니까 우리가 어려운 곡을 딱 하다 보면은 안 풀리는 구간이 딱 있잖아요. 그렇죠? 계속 실수가 나온다든가. 그럼 어떤 좀 특별한 팁이 있을지 연습 팁. Da gibt es so viele Möglichkeiten, natürlich, aber vielleicht machen wir ein gutes Beispiel. Da machen wir demnächst ein Video. 예를 보여줄게요. Zum Beispiel, wir haben jetzt für Schüler eine Etüde, die geht Spor. Ist ja sehr schnell. 빠르게 연주하는. Und jetzt nimmt man zum Beispiel nur 2 Noten. Macht eine Pause. 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 Und hier kann man schauen, man hat die richtige 사이사이가 Kontaktstelle. 중요하시구나. Und dann, wenn man das kann, macht 그러고 man 나서 4 Noten. 그다음에 4개. Et puis 8. This is one possibility. 혼자 공부하시는 분들이 많이 보는 채널이라서 큰 도움이 됐을 것 같아요. 네. Ja, das ist ein ganz wichtiger Typ. Ich habe sehr viele Leute, die zu mir kommen und sie möchten ja auch vorspielen. Ein Konzertmacher. Und dann bereiten sie, wenn sie alleine sind und haben nicht einen First-Class-Teacher, bereiten sie immer the perfect storm, den perfekten Sturm vor. 맞아. Das heißt, sie üben alleine die leichten Stellen gar nicht und die schnellen Stellen in einem Tempo, was später gar nicht gespielt wird. Und dann nehmen sie sich einen ganz kleinen Teil und üben den 100 Stunden und den Rest haben sie gar nicht vorbereitet. 전체를 다 아우러야 되는데 템포도 그렇고. 그러니까 그 선생님들한테 포쇼필이 뭐냐면 나 이렇게 연주해요 하면서 보이는 거예요. 그러니까 독일에서는 선생님한테 오디션처럼? 네, 오디션 비슷한 거죠. 맞아. 저도 그 파리 갔을 때 복도에서 연주하고 그랬어요. 선생님이 해보라고 그래가지고 복도에서 맞아요. 그런 거. Und dann kommen sie zu einem Konzert und es gibt eine Katastrophe.
Und deswegen ist es wichtig, einen guten Trainer oder Lehrer zu haben, der diese Situation kennt und sie schützt. 그러니까 부분 연습에만 너무 몰입하지 않고 전체를 보고 또 뒤를 생각해서 템포도 다 정해야 하고 그런 게 눈이 필요한 거죠. 센스가 필요한 거죠. 예를 들어서 이거를 그냥 빨리 하지 말라고 맨날 얘기해 학생들한테. 왜냐면 바로 이걸 너무 빨리 쉽다고 빨리 하면 뒤에 어떻게 돼? 다 망치잖아. 그런 Und 그렇죠. deswegen zum Beispiel, ich sage dann, wenn ihr die Blähung könnt, zum Beispiel Moderate Tempo, normalen Tempo, dann seid ihr schon mal geschützt. Ihr müsst das fähig sein, von vorne bis hinten durchzuspielen. Und dann können wir reden. Können Sie mich fragen, aha, ich kann diese Stelle nicht richtig spielen, Meister, und dann kann man helfen. Aber ich kann Sie nicht alleine lassen und dann kommen Sie in die Katastrophe. 전체를 보는 힘을 굉장히 중요하게 생각하시는 거죠. Und ich werde demnächst ein Video auf YouTube, ich kann aber schon mal erzählen. Ich finde, ein guter Lehrer muss dem Schüler, der professionell spielen will, Folgendes erklären. Er muss erklären, also er muss jetzt etwas erklären, also der muss dem Schüler Folgendes erklären, das was ich jetzt sagen werde. Die normale Situation auf einer Bühne ist also wie in einem Zirkus. Der Löwe und du sitzt jetzt auf diesem einen Stuhl und alle schauen, jetzt sagt jemand los und dann musst du durch diesen Reifen springen auf den anderen Stuhl. 그때 그 타이밍에 딱 돼야 될 때. Und jetzt ist es wichtig, und das ist die Psychologie. Das ist die Psychologie. Der Reifen brennt nicht, es ist kein Krieg, es ist einfach nur ein Reifen, das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, der Reifen brennt nicht, es ist einfach, er muss nur durch diesen Reifen springen. 사실은 그렇게 어려운 게 아니래요. 서커스에서 링을 뛰어넘을 때 있잖아요. 그게 링이 불타지도 않고 망가지지도 않고 그냥 단지 뛰어넘기만 하는 겁니다. Aber wenn der Schüler nicht trainiert ist für diese Situation, 만약 이 학생이 이 상황을 훈련하지 않았다면 dann ist das für den Schüler in diesem Moment eine Katastrophe. 맞아. 저도 그래서 무대 훈련을 시키는 트레이닝 과정을 가지고 있는데 그거를 저는 시뮬레이션 해보게 하거든요. 내가 들어가는 순간부터 딱 이렇게 튜닝하고 어떻게 숨 쉬고 어떻게 시작할 건지 다 상상해서 시뮬레이션 하는 과정을 하는데 그런 것도 도움이 좀 잘 될 수 있는지. Sie bringt ja auch bei, also sie macht ja eine Situation, wie man auf die Bühne geht. Ça marche? Genau, das ist chez moi, c'est la situation alpha. Tu es là et tu dois fonctionner. Maintenant. Juste comme ça. 뭔가 한국 팬들한테 하시고 싶은 말씀이나 또 인사 같은 것도 한번 해주시면 좋겠어요. Ja, ich habe eine Rat. Dass es wichtig ist, dass man etwas spielt, was man liebt, und dann kann man es besonders gut spielen. Aber manchmal kommen Aufgaben, die man hasst, und die muss man dann noch besser und noch schöner spielen, weil das stärkt euren Charakter. 그리고 제가 교재를 써보니까 진짜 왜 사람들이 책을 쓰지 않는구나 이거를 느꼈어요. 정말 한자한자 왜 이렇게 다시 봐야 되는 게 많고 확인해야 되고 막 다 쓰고 맞다 뭐 빼먹었지 막 그거 있잖아요. 그래서 정말 존경한다고 말씀 한번 전해주십시오. Also eine Violinschule zu schreiben, das ist wirklich viel Arbeit, weil sie schon gemacht hat und das 주권을 끌어놓다가 Oh, c'est beau. Ehre. Merci. Merci beaucoup. On est resté. Ciao!